Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute sind wir wieder zu der Thematik Zweiter Weltkrieg unterwegs und diesmal wirklich die dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte im Zweiten Weltkrieg. Und zwar geht es heute um Konzentrationslager. Und wir sind heute in Frankreich unterwegs, weil es hier ein Konzentrationslager gibt, was vielleicht vielen gar nicht so bekannt ist zu den großen Konzentrationslager im Osten. Es ist auch das westlichst gelegene Konzentrationslager, was damals errichtet wurde. Und zwar handelt es sich hier um das Konzentrationslager Natzweiler-Struthof. In der Geschichte, in der Historie ist es immer nur als Natzweiler, KZ Natzweiler benannt. Und das wollen wir uns heute hier einmal anschauen und euch hier einige Sachen dazu erzählen und ja, einfach mal die Bilder auch teilweise für sich sprechen lassen. Und es wird wahrscheinlich ziemlich eindrücklich werden. Was wir jetzt hier in der Front sehen, ist das eigentliche Museum. Da sind wir jetzt auch gerade drin gewesen. Allerdings haben wir da jetzt nicht gefilmt, weil, weiß ich nicht, im Museum da zu filmen ist immer irgendwie so eine merkwürdige Sache. Auf jeden Fall, was ganz interessant ist zu diesem Museum, dass es in Verlängerung entstanden ist zu diesem Kartoffelkeller, der hier 70 Meter ist. Warum das ganze Kartoffelkeller benannt wird, ist eigentlich nicht ganz klar. Es wurde auch nicht dokumentiert, für was eigentlich der Kartoffelkeller errichtet wurde. Zu dem KZ eigentlich jetzt auch nochmal, es ist im Mai 1941 entstanden, beziehungsweise in Betrieb genommen worden. Und man hat schon zu Anfang hier an diesem Kartoffelkeller gearbeitet. Und oben drüber sind damals die SS-Baracken entstanden für die Wacheinheiten. Und man hat bis 1944 weiter an diesen Kartoffelkellern an diesem Kartoffelkeller gearbeitet, aber es ist nicht wirklich historisch belegt. Es gibt keine Information, für was er letztendlich gedient hat. Das ist sehr merkwürdig. Ihr habt ja auch nochmal ein Eingangsportal in das Ganze. Aber das ist sehr, sehr merkwürdig, weil es schon wirklich sehr massiv ist. Und man hat da drin halt ein Gewölbe und alles. Man konnte das in dem Museum sehen, weil das Museum so ein bisschen um diesen Kartoffelkeller drumherum auch errichtet wurde. Aber der Zweck erschließt sich halt nicht. So, wir stehen jetzt hier oben im Prinzip auf so einem Plateau. Das Ganze ist aus 800 Meter hoch gelegen. Das ist auch sehr außergewöhnlich und ist wie gesagt das am westlichst gelegene KZ der damaligen deutschen Reichsgrenze. Und ja, sollte eigentlich mehr für politische Häftlinge dienen, aber durch die äußeren Umstände im weiteren Kriegsverlauf sind hier natürlich alle möglichen Gefangenen das Ganze durchlaufen. Also insgesamt geht man von über 50.000 Gefangenen aus, die hier die einzelnen KZs durchlaufen haben, weil das KZ Natzweiler ist in mehrere kleinere KZs unterteilt auf der linken und der rechten Rheinseite. Und das KZ Natzweiler ist im Prinzip das Hauptlager gewesen und es gab halt noch bis zu 70 Nebenlager, habe ich vorhin auch noch mal gelesen. Ich hatte in einer früheren Quelle 50 gelesen, aber dann noch mal 20 mehr. Das zeigt einfach, wie gigantisch das Ganze halt ist. Wir können jetzt praktisch von der Seite hier noch mal ein bisschen dieses Lager jetzt erkennen. Der Aufbau, also hier diese länglichen quadratischen Flächen, da wären die einzelnen Baracken für die Gefangenen gestanden haben. Und hier unten geht es halt auch schon los. Ihr seht auch schon die ersten Wachtürme. Ja, ihr könnt ja jetzt auch noch mal erkennen, wie terrassenförmig das jetzt hier nach unten angelegt wurde. Und liegt eigentlich ziemlich idyllisch, wenn man jetzt davon ausgeht, im Osten waren die Plätze, wo die Lager entstanden sind, auch entsprechend, aber hier hat man ja irgendwie durch die Berge, die Wälder, die hier in der Umgebung sind, der Ausblick,
eigentlich eine ganz andere, ja, Gefühlswelt und kann sich jetzt gar nicht vorstellen, dass jetzt hier so ein Lager stande, wenn man jetzt nicht schon hier ein bisschen diese Gebäude sehen würde. Und mit dem Wissen, was hier letztendlich passiert ist, es ist ziemlich surreal. Hier ist jetzt mal exemplarisch eine Baracke, wie man sie typischerweise überall in den Lagern aufgebaut hat. Das ist alles schon saniert, also die meisten der Gebäude, also zumindest alles, was aus Holz ist, sowieso ist saniert und wurde in einzelnen Prozessen neu aufgebaut von der Stiftung. Das gehört auch zu dem Verteidigungsministerium, soweit ich das gelesen habe. Mitgliedervereinigung der Resistance, also der Widerstandsbewegung, der Widerstandsgruppen, die es damals hier in Frankreich gegeben hat. Durch die sind die ganzen Sachen halt entstanden und konnten mitfinanziert werden. So, hier sehen wir jetzt mal die äußere Bezäunung von dem Ganzen. Im Hintergrund auch nochmal das Mahnmal, das werden wir uns später auch nochmal anschauen. Interessant jetzt für uns ist hier einmal dieser Wachturm, der doch schon anders aussieht, wie man es jetzt gewöhnlich von den Wachtürmen kennt, die in solchen Anlagen gebaut wurden. Der ist komischerweise auch hier komplett verbrettert und man hat ja so kleine Fenster. Eigentlich sieht der halt auch, ja, auch ziemlich schön aus, wenn man das so betiteln darf. Ja, nicht so martialisch, wenn man jetzt nicht den Scheinwerfer hier oben sehen würde und ja, die Vergatterung hier und mit dem Fenster und so weiter. Eigentlich optisch, so blöd es klingt, ganz interessant aus. Auch da an der Seite habt ihr dann Fenster. Aber diese Wachtürme dienen natürlich dazu, das Ganze hier entsprechend zu sichern. Ihr könnt hier unten erkennen, es gibt hier weitere Wachtürme und die sind bis zu 10 Meter hoch, haben hier noch so einen Balkon und die wurden rund um die Uhr von der SS-Wachmannschaft ja, belegt und die konnten sich halt auch hier unten noch ein bisschen aufhalten und konnten hier oben natürlich ihr Maschinengewehr positionieren und haben mit dem Scheinwerfer halt jeden Winkel hier in dem Lager auch ausgeleuchtet. Diese ganzen Wachtürme, die konnten auch miteinander kommunizieren. Da gab es eine Telefonleitung. Wir können das auch oben sehen. Hier ist auch Strom angelegt gewesen. Da habt ihr noch die Isolatoren, auch auf der Seite hier. Aber was halt merkwürdig ist, es gibt da zwar ein Fenster, aber nach hinten oder zur Seite so wirklich gab es jetzt kein Schussfeld. Man ist wahrscheinlich von der Lage ausgegangen, dass das überhaupt nicht notwendig war, dass sich da irgendwelche Häftlinge durch die Maschendrahtzäune und Elektrozäune irgendwie bewegen konnten, ist man wahrscheinlich gar nicht von ausgegangen. Aber wenn das Ganze rund um die Uhr bewacht wurde, ist es vermutlich auch gar nicht in dem Maße möglich gewesen, hier einen Fluchtversuch zu wagen. Geschweige denn von den Kräften, die die Insassen nur noch hatten bei der kärglichen Nahrung, die sie da überhaupt bekommen haben, würde ich einfach mal behaupten, dass es nahezu unmöglich ist, einen Fluchtversuch einzuleiten. Ne? Hier auch nochmal die Baracke, die man exemplarisch aufgebaut hat. Hier unten sind auch noch ein paar Baracken. Hier gibt es auch noch museumsrelevante Sachen zu sehen, da werden wir dann später noch reingehen. So, und hier wird es jetzt auch wieder ganz schlimm. Denn wir haben hier einen Richtblock mit Galgen. Und da wisst ihr im Prinzip ganz genau, was hier passiert ist. Das wurde üblicherweise in jedem Lager errichtet, mehrere oder einen von diesen Galgen, wo ja vor versammelter Mannschaft, sage ich jetzt mal, gerichtet wurde über einzelne Häftlinge für irgendwelche ominösen Verstöße, die sie im Lager begangen haben. Da gab es ja die lapidarsten Sachen, die man als Anlass genommen hat, um jemanden zu hängen, zu töten. Ja, und das ist es ist so eine so rudimentäre Art des Tötens einfach. Ne? Das ist nur ein Galgen
Und dann, ja, wurde hier das Brett dann weggenommen, hier unten. Und dann durften alle, das war ja meistens so, das sollte ja auch eine Maßnahme sein gegenüber den Häftlingen, mussten alle antreten und sich das anschauen, bis das dann halt beendet wurde. Und das ist, ja, das kann man irgendwie nicht begreifen. Hier auch nochmal ein Exemplar, eine Lore, so eine Kipplore, die man zu beiden Seiten wegkippen konnte. Weil das Interessante hier auch an diesem Lager ist dass hier Granit abgebaut wurde. Hier gibt es einen Granitsteinbruch. Das war ja auch die ursprüngliche Idee der SS, weil man diesen Granit für Bauvorhaben im Dritten Reich ganz gut verwenden konnte. Und da hatte man das ganze Gebiet hier im Prinzip übernommen, erworben. Und ja, das waren ja praktisch, sage ich mal, die Anfänge. Und dann gab es ja später noch im weiteren Verlauf die verschiedensten Rüstungsfirmen, die hier ja, einzelne Stationen mit installiert haben, um verschiedenste Rüstungsgüter einfach zu produzieren. Das wurde ja immer und mehr implementiert. Und da kommen wir auch noch zum späteren Punkt dazu. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das dann von der Perspektive so gut zeigen können. Ist natürlich manchmal schwierig. Könnte man mit einer Drohne natürlich besser zeigen. Man darf jetzt hier auch nicht direkt auf das Gelände drauf. Nur von den Seiten sich das anschauen und praktisch von oben bzw. unten. Also da, wo ihr diesen rötlichen Schotter hier seht, das ist im Prinzip, ja, da stand halt eine Baracke, so wie es halt auch da unten ist. Und zwischen diesen Baracken, das ist auf der Gegenseite das gleiche nochmal, gab es halt kleinere Exerzierplätze, Plätze zum Antreten. Und da wurde angetreten, nach irgendwelchen Arbeitsschichten oder so zwischendurch, pausenlos. Und Durchzählungen durchgeführt. Man hat ja, gerichtet über Häftlinge aufgehängt, Maßnahmen vollstreckt und das halt stundenlang. Ne? Und die Menschen waren ausgezehrt von der Arbeit und von der wenig Nahrung und mussten stundenlang beim Wind und Wetter, das war total egal, das hat man natürlich auch überhaupt gar keine Rücksicht über solche Sachen halt genommen. Und ja, danach wurde im Prinzip alle, die umgefallen sind, wurden dann zusammengesammelt und wurden dann zu einem Punkt, der liegt weiter unten, verbracht, der auch noch Kilometer weit ist. Ist so eine Art Todesstrecke, dazu werden wir dann auch nochmal kommen. Ja, und hat dann erst nach diesen ganzen kräftezerrenden Antreten dann erst die ganzen Toten nach unten verbracht, ins Krematorium. So, hier an der Seite könnt ihr jetzt immer erkennen, diese doppelten Zäune, die hier installiert gewesen sind. Und ihr könnt das an den Isolatoren sehen, hier vorne an den Pfosten jeweils. Da floss Strom durch. Dazwischen Stacheldraht, dann wieder ein Zaun, dann immer wieder dazwischen die Wachtürme. Wie viele Wachtürme waren das? 10 Wachtürme sind das hier gewesen, die installiert sind. Ich weiß nicht, ob jetzt alle hergerichtet sind, aber es sieht beinahe so aus, dass alle Türme wieder neu gebaut wurden. Ja. Ja, wie gesagt, das würde man heute nicht glauben, wenn nicht hier irgendwas stehen würde oder daran erinnert würde. Das ist, liegt einfach so idyllisch. Hier habt ihr die ganzen Berge und alles. Und dann sind hier solche Sachen passiert. Von hier unten seht ihr nochmal den terrassenförmigen Aufbau. Das diente natürlich auch der Überwachung. Auch da hat man sich wieder Gedanken gemacht, dass die Menschen natürlich keinen Rückzugsort haben und ständig kontrolliert und überwacht werden konnten. So, ich hatte mich hier gerade eben in meiner Ausführung versprochen. Dieses Gebäude, was hier unten ist, mit dem Schornstein natürlich, das ist schon das Krematorium. Es gibt hier noch einen sogenannten Todesweg, der Kilometer nach unten führt und der führt zu einer separaten Gaskammer,
die man zu Testzwecken auch zu Anfang installiert hatte. Und da führt uns dann noch der Weg hin. Aber das Krematorium ist gleich schon direkt hier in dem Lager mit eingerichtet. Wir schauen gleich einmal rein. Ein Häftling, zweifellos ein Capo, befiehlt uns, uns zu entkleiden, und danach werden wir unsanft von Kopf bis Fuß rasiert. Wir werden mit einem Desinfektionsmittel überschüttet, und dann stellt man uns unter die Dusche. Anschließend bekomme ich ein Hemd, eine Hose, Pantinen und eine Mütze hingeworfen. Weiterhin gibt man mir ein rotes Dreieck mit einem F in der Mitte sowie ein weißes Stoffstück mit meiner Häftlingsnummer 17592. Ich verliere noch ein Stück meiner Identität und werde zu einer Nummer. René Baumann, französischer Deportierter. In der Nacht wird der zum Küchendienst eingeteilte französische Deportierte Max Nevers in seinem Block herausgerufen. Er soll in die Küche gehen, Kaffee kochen und ihn anschließend ins Krematorium bringen. Er macht sich mit einem roten Licht auf den Weg, damit ihn die Wachen auf den Türmen erkennen, und geht hinab zum Krematorium. Als er die Tür öffnet, schlägt ihm die Hitze ins Gesicht und er sieht SS-Wachen mit nacktem Oberkörper in voller Aktion. Einer fesselt die Gefangenen, setzt ihnen den Gnadenschuss, während weitere Opfer an den Haken in der Decke des Krematoriums erhängt werden. Ich werde diese Tage nie vergessen, an denen einige Kameraden ohne Unterlass den zähen Schlamm aus Exkrementen, vermischt mit der Asche der verbrannten Toten, aus der Klärgrube holten, den wir mit schweren Metallschubkarren, deren Griffe uns in die Hände schnitten, aus dem Lager hinaus auf die Felder schaffen mussten, wo er als Dünger in der Nähe der Gemüsebeete der SS verwendet wurde. Roger Monti, französischer Deportierter. Ich war im Bunker eingesperrt und beklagte mich über das Essen, denn ich bekam nur alle 4 Tage eine Suppe und wusste nicht, wie lange ich noch ausharren musste. Die Nächte waren kein Zuckerschlecken, denn ich hatte keinen Strohsack und mit meinem schmerzenden Hinterteil konnte ich mich nicht hinsetzen. Ich hockte also die ganze Nacht auf den Fersen und entleerte meine Blase. Im Mai ist es nachts kühl in den Bergen und die Kälte wirkt harntreibend. Ich hatte keine Schüssel und benutzte meine Suppenschale, die ich durch die Luke entleerte. André Rago, französischer Deportierter. Ja, hier sind wir jetzt in dem Gefängnisblock, der parallel zu dem Krematorium errichtet wurde. Das ist im Prinzip ja, das Gefängnis im Gefängnis. Und ihr könnt das jetzt hier auch nochmal sehen, das sind kleine Zellen, wo man die Gefangenen dann untergebracht hat und die für irgendwelche willkürlichen Sachverhalte, die womöglich begangen haben, einfach bestraft hat. Und meistens hat man die eingesperrt und dann direkt, also 3 Tage eingesperrt und danach direkt getötet. Also praktisch nochmal zusätzliches Leid verursacht, indem sie dann sowieso ermordet wurden.
Es ist schon kaum in Worte zu fassen. Viele einzelne Zellen, die auch überbelegt waren. Also hier war jetzt nicht irgendwie 1 oder 2 Personen eingesperrt. Hier wurden teilweise bis zu 20 Personen eingesperrt. Das ist auch, kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn man jetzt sieht, wie groß das Ganze hier nur ist. Lass das mal 2 Meter mal 2,20 Meter sein. Der Häftling wurde an Händen und Füßen festgebunden. Er war vollkommen wehrlos. Das Strafmaß war 10, 15, 20 oder 25 Schläge auf das Hinterteil. Der Häftling musste selber mitzählen. Wenn es dem SS-Mann in den Sinn kam, dass sich der Häftling verzählt hatte, begannen die Schläge von vorne. Ganz oft, vor allem wenn die SS-Leute selber zuschlugen, trafen die Schläge aber auch die Nieren darüber oder noch höher. Und dann wurde man bewusstlos. Ernest Gillen, luxemburgischer Deportierter. Ja, hier habt ihr jetzt mal das Beispiel dafür. Die einzelnen Treppen, die jetzt die Lagerbaracken miteinander verbinden, beziehungsweise die Terrassen, die sind alle aus dem Granit von den Häftlingen errichtet worden. Außer die Treppen. Und das geht bis da oben hin. Und ich meine, es ist für uns halt spürbar, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit rumlaufen und auch wieder hoch, dass es eine gewisse Anstrengung ist. Und jetzt müsst ihr euch halt vorstellen, die Gefangenen, die Häftlinge, ausgemergelt, keine Nahrung, haben gerade noch Schwerstarbeit geleistet und mussten ständig diese Treppen bewältigen und mussten auch da wieder Material nach oben verbringen und immer verbunden mit Schlägen von der Wachmannschaft, von der SS und von den Kabos auch. Ja, das ist, bis sie dann irgendwann mal die Lasten, das Material nach oben befördert haben, das ist schon Wahnsinn. Und wie gesagt, das sind hier diese Granitblöcke, die man hier in der näheren Umgebung in dem Steinbruch halt abgebaut hat. Die wurden unter anderem jetzt für diese Zwecke verwendet, für die Straßen, aber auch für andere Bauten im ganzen Reich. Ich sehe auch immer noch diese lebenden Skelette vor mir, wie sie versuchen, die Treppe zum Lager zu erklimmen. Teilweise taten sie es auf allen Vieren, langsam und zögerlich und Stufe für Stufe, bis sie es schließlich geschafft hatten. Albin Rüchlig, polnischer Deportierter. Ja, hier ist nochmal das Haupttor. Ja, über den Lager hat man dann in späterer Zeit hier die Nekropole dann errichtet. Als Mahnmal und Erinnerung für die Deportierten, die Häftlinge und Widerstandskämpfer. Und jetzt könnt ihr euch das mal angucken, das ist ja hier ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ne? Das, was ihr jetzt hier an Gräbern seht. Das könnt ihr einfach mal auf euch wirken lassen. Ne? So, und anders wie es bei Kriegsgefallenen schon verstörend ist, das zu begreifen, finde ich, ist das hier auch nochmal deutlich schlimmer, weil es einfach so unnötig auch erscheint. Ne? Ich meine, Krieg ist ja auch nicht notwendig, ne? Aber einfach nur
aus irgendwelchen kruden Fantasien und Vorstellungen, wie irgendwas zu sein hat, Menschen zu ermorden, aus widrigsten Umständen, politisch, grundsätzlich andersdenkend, Zugehörigkeiten, Krankheit auch. Ja. Und ja auch viele Menschen ermordet, die eine Behinderung hatten. Alles, was nicht irgendwie in das Weltbild passt. Es ist, ihr merkt schon, also viel sage ich dann in solchen Momenten auch gar nicht, weil was will man da sagen? Ne? Das ist einfach nicht begreifbar. So, direkt neben dem Lager geht es hier eine kleine Schneise nach unten, die auch noch eine ganz besondere Geschichte hat hier in dem Lager. Kommen wir jetzt hier an einer Villa vorbei und diese Villa wurde von den SS-Offizieren hier genutzt. Ja, ist praktisch eine Kommandantur gewesen und gleichzeitig so, ja, Freizeit. Hier gab es ein Schwimmbecken, alles in unmittelbarer Nähe zum Lager. Haben sie sich die Herren hier gut gehen lassen und ja, ihrer Freizeit halt gefrönt. Nochmal zu der Geschichte von dieser Villa hier, die als Kommandantur verwendet wird, wo man dann halt auch den Kommandant ab und an untergebracht hat, auch direkt, praktisch als Wohnsitz, wurde von einer Straßburgerin hier mal errichtet. Und ja, das wurde im Prinzip dann zu Zeiten des Baus beziehungsweise im Vorfeld, wo das Gelände hier übernommen wurde, auch komplett enteignet. So, jetzt befinden wir uns hier auf einem Wanderpfad, würde man jetzt meinen. Aber dieser Pfad hat es auch in sich, denn hier erstens durften die Häftlinge, die KZ-Insassen, den komplett selber bauen. Die ganze Schwerstarbeit, um hier das KZ mit der Gaskammer hier unten zu verbinden. Da werden wir jetzt eben hinlaufen. Das ist auch nochmal ganz makaber. Das war früher wohl ein Tanzlokal, eine Gaststube. Und das hat man dann als provisorische Gaskammer verwendet. Und auch da hat man diverse Experimente auch vorgenommen. Also Experimente an den Gefangenen mit Senfgas und anderen chemischen Kampfstoffen. Ja, um einfach zu testen, wie lange die Menschen das aushalten. Und auch Typhus wurde verimpft, also diverse Krankheiten. Ja, und das war womöglich dann auch zu testen, wie schnell sterben die Menschen durch Injektion. Und diverse andere Experimente. Und man versuchte da auch, habe ich gelesen, sich praktisch eine Sammlung aufzubauen von, in Klammern, jüdischen Skeletten, Knochenteilen, um das halt weiter für diese imaginäre Rassenforschung zu verwenden. Also das sind, wenn man das einfach so sagt, das meint man, das sind jetzt irgendwelche ausgedachten Sachen aus irgendwelchen Horrorfilmen oder sowas. Aber nein, das ist wirklich die absolute Wahrheit. Das sind Sachen, die hier passiert sind. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Ja, wir laufen wie gesagt jetzt diesen Weg hier. Und da haben die Gefangenen halt auch beschrieben, gab ja einige Häftlinge, die das Ganze ja überlebt haben.
was das für eine Arbeit war. Also dass das mit die schwierigsten Arbeiten einfach waren, wie im Steinbruch und Straßenbau, weil man ja konstant über mehrere Stunden Schwerstarbeit verrichten musste, also den Boden begradigen, die Steine raushacken, das Material mit Schubkarren hinfahren, den Schutt abfahren, alles nur per Hand. Ja, das ist... Und das sind, meistens wurden dann auch extra Häftlinge genommen, die irgendwelche Kleinstvergehen im Auge der SS im Lager selbst begangen haben. Die wurden nämlich hier dann nochmal als Extrastrafe für diese Arbeiten halt abgestellt. Am 15. Juni 1944 wurden auf Anweisung von Professor Bickenbach 12 Zigeuner für einen Versuch in die Gaskammer gebracht. 2 der Betroffenen, die eine hohe Dosis abbekommen hatten, starben unter schrecklichen Qualen noch in derselben Nacht. Ein dritter starb nach 2 Tagen. Um davon eines Tages als Augenzeuge berichten zu können, erklärte ich mich bereit, die 3 Verstorbenen persönlich zu sezieren. Die Sektionen erfolgten in Gegenwart von Professor Bickenbach und eines anderen Professors, der, so glaube ich, Hirt hieß, und eines Luftwaffenarztes. Es wurden Fotos aus allen Perspektiven gemacht. Der Tod trat ein durch ein akutes Lungenödem. Es wurden aber auch noch das Gehirn, die Nieren und das Herz untersucht. Georges Bogaerts, belgischer Deportierter. So, jetzt bewegen wir uns Richtung Steinbruch. Das war ja praktisch so aufgesplittet. Das Lager, einmal der Lagerbereich an sich mit dem Konzentrationslager und den Baracken der SS und der Kommandantur und so weiter. Und dann noch einmal der Bereich des Steinbruchs, der auch umzäunt gewesen ist, wo es auch separate Baracken gab für die KZ-Häftlinge und auch für das Personal, für die SS-Wachmannschaft. Guck mal hier unten, das haben wir alles in der Nacht nicht gesehen. Nee. Das sind nämlich Nacht. So, hier sind einzelne Bereiche, ihr könnt das sehen. Die Grundmauern noch. Hier hinten fängt im Prinzip der Steinbruch an. Wir sind jetzt hier praktisch in dem Kessel. Das zieht sich dann hier hinten noch weiter hoch. Und hier hat man halt die Ausgrabungen durchgeführt. Erdschicht für Erdschicht abgenommen. Hier könnt ihr das auch erkennen. Hier sind solche Siebe, wo man praktisch das Material nochmal siebt. Das sind praktisch diese Haufen. Und ja, all das, was man gefunden hat, wird höchstwahrscheinlich auch irgendwann mal in dem Museum oben halt ausgestellt. Und trägt auch halt nochmal zur Geschichte bei, indem man das Ganze, die einzelnen Puzzleteile einfach nochmal zusammenführt. So, wir sind hier wie gesagt im Kessel. Wir können jetzt hier überall einzelne Fundamente erkennen. Wir können jetzt hier mal hingehen. Hier ist jetzt zumindest nichts abgezäunt. Da wo abgezäunt ist, respektieren wir das natürlich und laufen da jetzt nicht rein. So, aber ihr könnt es erkennen. Hier fängt die Grundmauer an. Hier sind irgendwelche Sockel mit Metallteilen. Da werden irgendwelche Pfosten drauf gewesen sein. Oder Pfeiler. Und das waren hier die ersten Baracken. Auch auf der gegenüberliegenden Seite standen diese Baracken. Und hier war auch ein Gleisbett verlegt, Schienen, wo Loren drauf standen, die die Häftlinge hier in der Anlage bewegt haben, um natürlich diesen Granit zu befördern, der abgebrochen wurde. So, hier seht ihr jetzt zum Beispiel, das sind hier zum Teil noch Mauerreste von den Gebäuden, die hier aufgebaut waren. Wie gesagt, das sind Baracken aus Holz, das sind Steine, die dann halt nur entweder vom Fundament oder ja, von den einzelnen Pfeilern oder so stammen, beziehungsweise der Putz. Ansonsten ist der Rest halt Holz. Hier das gesiebte Material. So, und hier könnt ihr das sehen. Hier hat man fein säuberlich das Ganze freigelegt. Ist abgezäunt, gehen wir nicht durch. Ja.
Habt ihr ungefähr eine Vorstellung, wie das aussah. Und da hat sich jetzt hier auch Baracke an Baracke, wie oben im KZ, aneinandergereiht. Hier unten geht es gleich direkt nach unten. Hier hinten war ein Zaun, hier stand auch ein Wachturm. Könnte ungefähr diese Höhe sein. Ja, es ist eigentlich eine traumhafte Landschaft. Ja, das ist wirklich so. Das kann man nicht anders sagen. Wer Gegenteiliges behauptet, weiß ich nicht. Aber dieser Punkt, diese Geschichte, die hier steckt, das ist halt, zerstört halt diese Idylle einfach, ne? Das ist Wahnsinn. So, hier können wir mal eben hinschauen. Das hatte ich gestern Nacht schon gesehen. Das sind hier zum Beispiel solche Granitquader. Ich weiß nicht, ob das jetzt welche sind, die man jetzt hier einfach schon fertig produziert hat, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ne? Könnt ihr erkennen, das ist ja hier schon fein säuberlich ausgestemmt, die Kante. Und ihr könnt das ja an vielen Gebäuden im Dritten Reich, könnt ihr ja auch erkennen, dass gerade solche Sachen auch viel genutzt wurden, um einfach diese totalitären Bauten oder dieser Brutalismus in diesen Bauten, das hieß ja auch Brutalismus, dieser Baustil, dass man den einfach so wiedergeben kann. Und da war natürlich so ein Material total begehrt. So, also muss man sagen, hier hat man wirklich allerhand Archäologie betrieben, indem man das Ganze hier nochmal ordentlich aufgegraben hat. Weil ihr könnt das erkennen, normalerweise wäre das hier auch wieder alles nicht zu sehen. Hier können wir, glaube ich, einmal rein. Das ist jetzt für diesen Bereich hier nur abgesperrt. Da könnt ihr das mal ganz gut sehen. Da einzelne Granitblöcke, die man da rausgenommen hat. Ja, und höchstwahrscheinlich hat man auch von den KZ-Häftlingen oder auch vielleicht von den SS-Soldaten noch irgendwelche Hinterlassenschaften gefunden in Form von Alltagsgegenständen. Das kann ich jetzt aber nicht sagen, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass man jetzt nicht einfach nur die Fundamente so freigelegt hat. Ja, und ihr könnt erkennen, es ist schon wieder hier eine große Fläche, die man genutzt hat. Also hier haben wir jetzt die größeren Baracken. Ihr könnt es hier drüben erkennen. Warum die jetzt hier abgedeckt ist, noch größtenteils, kann ich nicht sagen. Vielleicht hat es was damit zu tun, ja, dass jetzt hier nicht noch weiterer Unrat wieder reinkommt und die vielleicht noch nicht ganz fertig sind mit der Bestandsaufnahme von dem Ganzen hier. Das ist ja wirklich alles abgedeckt, dass man hier nochmal hingeht und, ja gut, man kann es ja erkennen, wie viel Laub etc. hier schon wieder drauf liegt. Oder vielleicht hat man ja auch vor, das noch weiter aufzubauen. Also für die Besucher vielleicht so weit zu restaurieren, damit man die komplette Baracke, so wie es oben ist, hier nochmal darstellen kann. Hier ähnliches Bild. Und die sind natürlich deutlich massiver, alleine schon von den Wänden her. Deshalb weiß ich nicht, ob das nicht auch einfach eher eine Halle ist, wo solche Arbeiten durchgeführt wurden für die Rüstungsproduktion. Das könnte hier eher eine Rolle spielen. Hier ist ein Treppenaufstieg. Ja, und hier hat man jetzt so einzelne Gewölbe, also das sieht mir schon fast danach aus. Ja. Dass das noch eine andere Funktion erfüllt hat.
Es ist hier abgesperrt, deshalb respektieren wir das, wie gesagt, wieder und gehen jetzt hier nicht rein. Hier ist auch Material entsprechend gelagert von den Archäologen, gehe ich mal von aus. Ja, ihr habt das hier gewölbemäßig aufgebaut und die Decke ist richtig wie im Bunker betoniert. Und das sieht mir eher nach irgendeinem Funktionsgebäude aus, ehrlich gesagt. Kann man da noch irgendwas erkennen? So, wenn wir die Treppen hier nochmal hochgehen. Ja, man kann das sehen, das sind hier schon einzelne kleine Räume gewesen. Dann in der Mitte so ein Podest. Und dann ist das aber wieder ein größerer Raum. Tja. Wir werden nach. Ja, hier drüben im Prinzip haben wir so ein großes Eingangsportal. Das muss. Ja, ich glaube so eine Toilette hier, ja. Für die Leute hier, die die Ausgrabung machen. Aber hier wie diese Wände stabilisiert sind, also das sieht irgendwie eher danach aus, dass hier irgendwas produziert wurde. Hier geht es auch noch mal hoch. Hier ist man praktisch auf einer höheren Ebene. Und hier unten, das ist auch noch mal betoniert. Ja, das stimmt. Alten Ruinen, und hätten sie die nicht hier zwischenzeitlich mal freigelegt, würdest du die auch fast gar nicht mehr sehen. Ja. Also auch hier geht das wieder terrassenmäßig nach unten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man das normalerweise hätte erweitern wollen. Aber das Ganze war ja dann 1944 im Prinzip auch verlassen worden. Fein säuberlich, also man hat auch die KZ-Häftlinge natürlich wieder auf Märsche geschickt. Diese Zwangsmärsche, Todesmärsche wurden die ja auch genannt. Und man hat auch alle Toten hier in diesem Bereich mitgenommen. Das war dieses perfide eigentlich an der Sache, dass das Lager nicht wirklich befreit wurde. Man hat dieses Hauptlager im Prinzip gesehen und befreit. Beziehungsweise befreit kann man ja nicht sagen, weil ja gar keine Häftlinge mehr vor Ort waren. Aber man wusste nicht, dass auf der anderen Rheinseite ja noch die ganzen Lager und so weiter weitergingen, noch bis 1945. Also noch ein ganzes Jahr ging das da drüben weiter im Versteckten, und man war sich der Sache auf alliierter Seite ja gar nicht bewusst. Und deshalb sind ja da auch nochmal massig Menschen umgekommen. Ne? Und das ist auch nochmal das Traurige eigentlich daran, weil man hier schon war, aber nicht erkennen konnte, dass das Ganze noch größere Ausmaße hatte. Und das ist wirklich traurig. Das hat vielen Menschen nochmal zusätzlich das Leben gekostet. Also wer von euch das KZ Natzweiler hier in Frankreich besuchen will, der sollte am besten so früh wie möglich kommen. Einfach aufgrund der Menschenmassen, die dann kommen, weil ja, es wird halt noch ein bisschen anstrengend und hat auch nicht mehr diesen Effekt dieser Gedenkstätte, finde ich, wenn so viele Menschen auf diesen Plätzen halt sind und auch in den Baracken und alles. Das ist, ja, es ist auf jeden Fall schön, dass sich ja viele Menschen dafür interessieren. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr das ein bisschen für euch haben wollt, macht am besten so früh wie möglich los. Also aktuell ist es so, dass es 9 Uhr aufmacht, weil wir sind jetzt hier auch schon mit dem Bereich des Granitabbaus, sind wir jetzt hier schon wieder 5 Stunden unterwegs. Klar, wir filmen, logisch, das dauert halt auch seine Zeit, aber ihr wollt ja auch die Informationen mitnehmen und dann müsst ihr die Zeit einplanen. Das nochmal als Info für euch. Ja, wenn man das jetzt mal so sieht, entschuldigt die Brille, das ist immer, ab und zu ist die Sonne so grell, da muss ich einfach eine Brille aufsetzen. Ja, wie gesagt, wenn man das so sieht, wir sind, wie gesagt, hier schon über 5 Stunden unterwegs und man ist jetzt schon
komplett fertig. Ne? Und ich habe nichts anderes gemacht wie gelaufen, mal Berg hoch, mal Berg runter. Schwitzt wie ein Schwein auf gut Deutsch. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt nicht so gut gefrühstückt wie ich. Ja, macht ihr auch nicht eine normale Wanderung hier durch dieses Gelände, sondern habt noch eine Schubkarre in der Hand, voll mit Granitstein. Und ja, macht das dann nicht 5 Stunden, sondern 8 oder 12. So lange wie eure SS-Bewacher meinen, der Arbeitstag dann geht für euch. Und das ist so schwierig, wo man sich selber dann immer überlegt in der Situation, hätte man das überleben können? Nein. Ich schätze mal, die meisten Menschen, die überlebt haben, haben einfach überlebt, weil sie relativ spät interniert wurden in den Lagern und noch die Kraft hatten, das zu überleben. Aber einer, der von Anfang an da drin war, der hatte nicht die Chance. So, wir haben jetzt hier nochmal ein Gebäude. Es ist leider abgezäunt. Da oben seht ihr noch 1942. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier höchstwahrscheinlich eine Pumpstation oder sowas. Ich hatte unten etwas gelesen auf Französisch, wegen Hygiene und so weiter, dass man ja auch irgendwo in dieses Lager da unten Wasser bringen musste, um ja, die Menschen halt vorzubereiten. Hat man ja am Anfang gemacht. Die Menschen halt gereinigt, erstmal alle ihre Klamotten abgenommen, alle Wertgegenstände, Haare oder Körperbehaarung allgemein geschoren. Die hat man natürlich auch wieder weiterverwendet. Also man hat halt noch wirklich Kasse aus den Menschen gemacht, indem man diese Materialien im Prinzip an die Rüstung ja, weitergegeben hat. Zum Beispiel Haare und so weiter wurden für Filzstiefeleinlagen, glaube ich, für die U-Boot-Besatzung und so weiter gemacht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, ob die Soldaten das dann auch wussten, dass das, was sie an ihrem Körper tragen, zum gewissen Teil aus ja, Hinterlassenschaften oder Resten von Menschen bestehen. Ne? Auch wenn es jetzt nur Haare sind. Aber es gab ja auch diese perfiden ja, Sachen wie Lampenschirme aus Menschenhaut und solche Sachen in anderen Lagern. Ne? Das gab es ja auch. Oder aus Knochen. Ne? Und das ist, weiß ich nicht, das kann man sich halt einfach nicht vorstellen. Wie gesagt, das ist, wenn sich jemand Horrorfilme anguckt und man würde jetzt nur diese Geschichte erzählen ohne Bezug zum Dritten Reich, dann würde der dich für blöd erklären und sagen, das ist ja, hast du dir ja schön ausgedacht, ne? Wer sich jetzt nicht damit befassen würde. Aber nein, das ist halt wirklich so, wie es ist. Und es muss meiner Meinung nach auch immer wieder verdeutlicht werden, in welchen Bereichen sich dann doch die Menschheit bewegen kann. Ne? Dass der Intelligenz des Menschen eigentlich nichts auszusagen hat, wenn sie dann doch bereitwillig ja, ihre Menschlichkeit mit Füßen tritt und dann sowas hochzieht. Ne? Und das halt in der Masse, nicht Einzelfälle von einzelnen Personen ausgeführt, sondern in der Masse. Und das muss man einfach mal sagen. Ja, das war eigentlich so ein bisschen mein Schlussplädoyer für heute. Ihr merkt es vielleicht auch, dass ich da heute auch ein bisschen wortkarger vielleicht hier und da bin oder vielleicht auch nicht. Ich kriege das selbst manchmal nicht so mit. Aber ja, die Sache beschäftigt mich halt auch schon sehr. Auch weil dieses Thema Konzentrationslager für mich jetzt auch nicht so greifbar war. Man kann das jetzt aus der Schulzeit und so weiter und wir selbst waren auch damals mit der Schule auch nicht in ein Konzentrationslager. Das war, glaube ich, mal angedacht, kam aber nicht dazu.
Und deshalb wenig Berührung. Ja, man kannte halt immer, ja, da gab es halt die typischen großen Konzentrationslager, da waren die alle eingesperrt, wurden vergast, wurden verbrannt. Ne? Und dann war es das auch schon irgendwie. Auch von der Schule selbst, auch in der Geschichte, wirklich so minimal angeschnitten. Ja, und jetzt erkennt man aber eigentlich, was das für eine Wirtschaft war im Dritten Reich, die aus Zwangsarbeit, aus Sklavenarbeit bestand, die ohne dieser Sklavenarbeit, gerade in den späteren Kriegsjahren, nicht hätte das bewerkstelligen können, wo viele halt heutzutage sagen, ja, früher hat es in Deutschland alles super funktioniert. Da hat man sofort eine Straße gebaut, die ging innerhalb von 2 Wochen, wurde das hochgezogen. Das waren noch Zeiten, ja. Aber da muss ich leider auch sagen, Leute, das, was ihr da raushaut, macht es bitte nach. Geht mal in diese Anlagen, in diese Konzentrationslager, die heute noch bestehen, wo sich Vereine, Stiftungen, Ministerien auch kümmern. Hier ist zum Beispiel auch das Verteidigungsministerium involviert, soweit ich das weiß, in Frankreich. Macht es einfach mal. Und dann bildet euch nochmal eine Meinung und überdenkt das vielleicht auch nochmal, die Aussagen. Weil das ist nicht okay. Gut, Leute, dann, ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen, wir konnten euch was zeigen. Wir empfehlen es euch definitiv einmal, wer die Möglichkeit hat, diesen Ort zu besuchen und sich das anzuschauen. Euch selber einen Einblick zu verschaffen. Wie gesagt, wir wollen auch nicht alles filmen und zeigen, sondern ihr sollt selbst in die Museen gehen. Der Obolus, der Beitrag hier sind 8 € für ein Ticket. Ich glaube, das kann jeder verschmerzen, sowas, und soll das auch. Geht dahin, schaut euch das an und ja, lernt am besten daraus. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Schaut auch gerne auf den anderen Videos bei uns vorbei. Wir haben viele interessante Sachen auf dem Kanal. Lasst uns gerne Kommentare bei den Videos da. Ein Abo ist auch gerne gesehen. Wenn ihr mal andere Sachen sehen möchtet, gezeigt haben möchtet, wo ihr vielleicht selber nicht die Gelegenheit habt, da mal hinzufahren oder euch das anzuschauen aus diversen Gründen, dann können wir das gerne machen. Dann schreibt uns an, schreibt es vielleicht in die Kommentare. Wir können auch nochmal eine Umfrage machen. Und dann nehmen wir das auf und versuchen das, soweit es uns möglich ist, einzuplanen und für euch auch mit Informationen zu filmen. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.